Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Oft werde ich gefragt, wie geht eigentlich Spaghetti Bolognese? Und genau das wollen wir euch heute zeigen. Und zwar kochen wir miteinander, aber auch gegeneinander. Und dafür habe ich mir eingeladen, Daniel Danger. Ja, herzlichen Dank, Dennis, für die Einladung. Sehr gerne. So, mein Lieber, ich weiß, du bist am Kochtopf echt eine Wucht. Deswegen Eine Wurst, nee, keine Wucht, das ist ein feiner Unterschied. Eine Wurst, wirklich. Wir fangen natürlich an, als erstes die Spaghetti zu kochen, weil wir wollen natürlich ein bisschen Pfiff da reinkriegen. Das Ganze soll schnell gehen. Das heißt, erstmal die Kochtöpfe hochstellen. Wasser kochen kann ich. Genau. Dann hört es auch fast schon auf bei mir mit den Kochkünsten. Aber wir gucken mal. Dann machen wir direkt weiter. Und zwar die Pfanne anstellen Ja, und heiß werden lassen. na klar. Perfekt. Dann nehmen wir uns die Zwiebel. Jo. Messer. Scheiße, jetzt muss ich schon aufpassen. Genau, halbieren. Ja. Damit sie gerade liegt. Und dann schneiden wir hier erstmal ein. Nee, nicht direkt runterschneiden, sondern tatsächlich. Schon der erste Fehler. Nach keiner Minute, das gibt's doch gar nicht. Aber an der Zwiebel, komm, da sind schon viele in der Küche gescheitert, oder? Es haben zumindest schon viele geweint. Ja. Ja, das stimmt. So, dass wir einwandfreie Zwiebeln haben. So, wir nehmen das Hackfleisch. Ja, ach so, es geht Geht schon immer weiter. weiter Mann, hier, Mann, klar. Mann, aber du legst ein Tempo vor hier. Hackfleisch in die heiße Pfanne. Ja, klar. So. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal braten. Nicht drum rühren. Bei einer Bolognese ist es wichtig, dass man die Röststoffe bekommt. Und wenn man immer durchrührt, dann wird es zwar schnell gar, aber es bekommt keine Farbe und wir bekommen keinen Geschmack an die Geschichte. Unser Wasser kocht, perfektes Timing. Wir schmeißen die Nudeln rein. Alle direkt, ne, oder? Ach, eine schöne Handvoll. Wichtig beim Nudeln kochen ist tatsächlich, dass man viel Wasser nimmt. Die Nudeln, die sollen schwimmen und gleichmäßig kochen. Nudeln kochen wir schön al dente. Klar. Jetzt kannst du hier ein bisschen Platz machen und dann nehmen wir die Knoblauchzehe. Wir haben hier eine Knoblauchzehe drin Ah ja. und die schneiden wir auch klein. Ja, richtig schön durch. Schön klein. Ja. Hier kommt schon der Geruch von Italien nach oben. Ne? Schön der Knoblauch. Stimmt, von da wirklich, ja. Dann nehmen wir uns die Karotte. Ja. Karotte einmal halbieren, Ja. dann nochmal halbieren. Ich muss immer auf die Finger aufpassen. Ist ja jetzt, ich bin ja Torwart. Die müssen ja dranbleiben. Richtig. Genau. Die Stücke dann nochmal halbieren. Ja. Und jetzt klein schneiden. Ah ja, alles gut, alles gut. Ne? Easy Nummer. So, Möhrchen mit rein. Das Ganze schön anschwitzen Ja. und dann kommt die Möhre hinzu. Am Ende kommt für den frischen Kick natürlich noch ein paar Kirschtomaten hinzu und die können wir schon mal klein schneiden. An dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo die Zwiebeln glasig sind, der Knoblauch eine schöne Farbe haben und auch die Möhren die Hitze angenommen haben, löschen wir das Ganze mit passierten Tomaten ab. Achso, ich warte noch ein bisschen. Du wartest noch einen kleinen Augenblick. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen, 2-3 Minuten, damit die Säure aus der Tomate rausgeht. Und dann können wir auch schon fast den Finish ansetzen. Du auch jetzt ablöschen mit Tomate? Ah, super. Ruhig alles rein, ne? Vollkommen richtig. Hast du mal deine Nudeln probiert, ob die gut sind? Noch nicht, aber halte ich natürlich gerade vor. Ja. Ich würde nicht. Ey, du bist ja wirklich verrückt. Ja. Kleiner Scherz. Ja, was soll ich anderes sagen? Ich finde es sensationell. Ja. Ja, dann gießen wir ab. Komm. Auf die Nudeln geben wir ein bisschen Olivenöl. Das Ganze einmal durchschwenken, dann bleiben die nämlich noch wunderbar warm und da passiert nichts. So, wir geben jetzt zu der Soße unsere Kirschtomaten. Ja. Dann würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. Jawohl. Nie zu viel, weil nachwürzen kann man immer noch. Sehr gut. So sieht es nämlich aus. Und stellen das Ganze ein bisschen runter. Das ist gut, weil die Temperatur, es köchelt vor sich hin. Perfekt. Dann nehmen wir ein bisschen frischen Basilikum. Ja, Da zupfen wir uns die schönen großen Blätter ab. Und den Oregano. natürlich. Aber man muss ganz sagen, dafür, dass du mir gesagt hast, dass du eigentlich überhaupt nicht kochen kannst, bist du ganz schön sicher in der Pfanne, ne? Danke dir. Ja, es sieht ja auch 1A aus, oder? Das Kompliment dürfen wir aber nicht rausschneiden, Freunde. Das lassen wir auf jeden Fall drin. So, dann nehmen wir das Ganze so ein bisschen so zusammen, klappen das so ein bisschen ein, weil dann können wir den ganzen Bund wunderbar greifen. Und dann ganz langsam nehmen wir das Messer
Ah, okay. Im Wiegeschnitt. Wieder mit Gefühl, Oder ne? im Wiegeschritt. Ja. Mit Gefühl. Boah, pass auf den Daumen auf. Und die frischen Kräuter geben wir jetzt noch rein in unsere Bolognese. Das ist der letzte Pfiff sozusagen. Ne? Ja, das gibt noch mal richtig was dazu. Ne? Ja. Die Italiener machen natürlich zum Schluss auch immer noch mal ein bisschen Öl in die Soße. Ah, ich dachte, einen Schluck Weißwein. Den trinken die lieber. Okay. So, das sieht fantastisch aus. Wir nehmen unsere Nudeln und packen die Soße in den Topf. Schön vorsichtig, nicht die Nudeln kaputt machen. Ne? Man darf die Nudeln nicht in der Soße ertränken, sondern das Gleichgewicht muss da sein. Ne? Es wäre ungefähr so, als wenn du dir ein Mettbrötchen machst und machst so dick Mett und so wenig Brötchen, dann ganz ehrlich schmeckt es auch nicht mehr so gut. Also so ist es perfekt. Jetzt sollten wir das Ganze aber, bevor wir das jemandem zum Essen anbieten, vielleicht einmal kurz Selber testen, ne? Ich aufpassen, dass ich jetzt nicht den ganzen Topf hier gleich auf dem Löffel habe. mega. Also ich mache bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen Pfeffer dran. Ja. Ja, und ich sag dir eins, das ist jetzt der pure Geschmack von Spaghetti Bolognese. Ja, der Italiener, wenn er merkt, seine Soße ist Mist, dann macht er einfach noch einen Haufen Parmesan drauf. Und ich habe den Parmesan extra weggelassen, damit es beides dasselbe ist. Ja? So, Schluck Olivenöl noch dazu Ja. und perfekte Geschichte. Und ich begrüße Nobby Dickel und Felix Passlack. Hallo ihr beiden. So. Wir haben versucht, Spaghetti Bolognese zu kochen. Also ich habe es gekocht und Daniel hat es nachgemacht. Und ihr beiden habt die große Aufgabe zu bewerten, wie weit das beide aneinander ist oder wer besser ist oder welcher Topf euch einfach besser schmeckt. Also optisch ist da jetzt gar kein großer Unterschied zu erkennen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Wir haben beide dieselben Zutaten verwendet. Ja. Und Das Problem ist ja, ich weiß ja, wie deine schmeckt. Bitte? Was weißt du? Wie seine schmeckt. Ach so, ja. Du hast meine noch nicht gegessen, Felix. Mir fehlt ein bisschen Speed. Also da ist, mir fehlt ein bisschen Salz, Ja, ein bisschen Pfeffer, die Würze ein bisschen fehlt. Gewürze. Ist mir, Warum guckt ihr mich denn jetzt schon so an hier? Das ist eine Frechheit. dann nehmen wir den zweiten Teller. So. Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, Felix, zu sagen, diese Schüssel oder diese Nudeln sind besser als diese Nudeln. Genau, ja. Also Daniel, auch gut gekocht. Genauso wie Dennis. Von mir kriegt ihr noch unentschieden. Von mir auch. Sauber. sehr, sehr gut. Unentschieden. Ist ja quasi auch ein Sieg für mich, weil ich habe ihnen ja schon mehr geholfen und angeleitet. Ne? Also Komm, von jetzt mach mich daher- mal nicht kleiner, als ich bin hier. Nein, das war sehr, sehr gut. Vielen Dank, Nobby. Vielen Dank, Felix. Daniel, war mir ein Fest. Vielleicht sehen wir uns noch mal in der Küche. Verdient hast du es auf jeden Fall. Weihnachtsgans mit Bratkartoffeln. Auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.